Etwas Neues zu lernen ist immer eine Herausforderung. Das gilt natürlich auch fürs Handpan-Spielen. Immer wieder geben Menschen das Musizieren vorzeitig auf, weil sie die Lust daran verlieren. Doch genau das kannst du verhindern. Hier bekommst du 13 Tipps, die dir helfen, die Motivation beim Handpan-Lernen zu behalten und gut voranzukommen. Hallo und herzlich willkommen beim Handpan-Portal. Ich bin Milan und in diesem Video gebe ich dir meine Ratschläge an die Hand, die mir geholfen haben, Spaß und Motivation beim Handpan-Lernen zu behalten. Erstens, setze dir Ziele. Am besten schreibst du sie auf ein Blatt Papier und hängst das dorthin, wo du es jeden Tag sehen kannst. So hast du die Ziele immer vor Augen und wirst motiviert, sie auch zu erreichen. Das wird dir helfen, dein Vorhaben nicht aus den Augen zu verlieren. Außerdem kannst du so besser erkennen, wie du Fortschritte machst. Doch setze dir nicht gleich zu große Ziele, wenn du noch am Anfang vom Handpan-Lernen bist. Wenn du möchtest, teilst du deine Ziele in kleine Etappen ein. Durch den Erfolg beim Erreichen der jeweiligen Etappen wirst du aufs Neue motiviert, die nächsten Schritte zu machen. Mögliche Ziele könnten zum Beispiel sein, eine Woche lang jeden Tag eine bestimmte Übung zu machen. Oder am Ende eines Monats ein bestimmtes Musikstück spielen zu können. Du könntest dir auch vornehmen, vor Freunden oder Freundinnen zu spielen oder eine eigene Melodie zu komponieren. Du siehst, bei deinen Zielen sind dir keine Grenzen gesetzt. Tipp Nummer 2: Übe regelmäßig und schaffe Routinen. Setze dir selbst Termine, damit du regelmäßig übst. Vielen Menschen hilft das beim Lernen, wenn sie sich einen Lernplan aufstellen. Dabei planst du deine Lerntermine so ein, wie andere Termine und Verabredungen auch. Du kannst dir zum Beispiel jede Woche 2, 3 feste Tage dafür einplanen oder natürlich auch täglich nach dem Abendessen Handpan lernen. Wichtig sind aber feste Termine mit einer Regelmäßigkeit. Sobald du dir einen Terminplan aufgestellt hast, ist es wichtig, die Termine auch einzuhalten. Denn nur durch die Regelmäßigkeit erschaffst du mit der Zeit eine Routine für dich. Und das hilft dir dann dran zu bleiben und du wirst schnell Fortschritte machen. Tipp Nummer 3: Überprüfe und aktualisiere in gewissen Abständen deine Ziele. Dabei ist es wichtig, dass du dir selbst folgende Fragen stellst. Erstens, wo stehst du gerade? Zweitens, wo möchtest du hin? Drittens, hast du dein Ziel oder dein Zwischenziel vielleicht schon erreicht? Und viertens, was musst du noch tun, um deine Ziele zu erreichen? Tipp Nummer 4, schaffe dir Freiräume und vermeide Hindernisse. Zum Lernen benötigst du nämlich Ruhe, damit du dich auf das Üben konzentrieren kannst. Multitasking und Ablenkung sollten für deine Lernstunden also tabu sein. Suche dir einen entspannenden und ruhigen Ort, an dem du deine Seele baumeln lassen kannst. Damit schaffst du einen angenehmen Raum, der dir hilft, einen freien Zugang zum Lernen zu finden, ohne dass dich etwas stören kann. Ein ruhiger Ort erleichtert es dir auch, dich besser zu konzentrieren und hilft dir somit beim Lernen. Du solltest dich hier auf das fokussieren können, was dir in diesem Augenblick wichtig ist, und das ist ja das Handpan-Lernen. Tipp Nummer 5, bereite dich auch mental aufs Handpan-Lernen vor. Nimm dir vor dem Üben kurz Zeit, fühle in dich hinein, visualisiere, wie du die Handpan spielst und freue dich auf deine Übungseinheit. Lasse die Handpan dabei immer in deiner Nähe, damit du sie siehst und dein Handpan-Spiel besser visualisieren kannst. Wenn du dann in deinem Geiste spürst und auch hörst, wie du die Handpan spielst, fällt dir das Lernen leichter und du hast einen besseren Zugang dazu. In deinem Inneren weißt du jetzt, dass dir das Handpan-Spielen und Üben Spaß machen wird. Tipp Nummer 6. Schwierige Übungen haben ein Ziel. Es gibt leider auch beim Handpan-Lernen langweilige und schwierige Übungen. Das sind meistens Finger- und Rhythmusübungen ohne Melodie. Solche Übungen können echt die Motivation und den Spaß beim Lernen zerstören. Doch mach dir Folgendes bewusst. Diese schwierigen Übungen sind notwendig, damit du später ordentlich und leicht spielen und improvisieren kannst. Sie helfen dir, deine Koordination zu verbessern. Behalte das immer im Kopf, um dich zu motivieren, auch diese anstrengenden und intensiven Übungen beim Handpan-Lernen durchzuhalten. Tipp Nummer 7, gemeinsam Handpan spielen. Mit anderen Musikbegeisterten gemeinsam zu musizieren, ist immer eine super Gelegenheit für neue Motivation. Das kann eine Verabredung, ein Bandprojekt oder eine ganz spontane Jam-Session sein. Du kannst mit anderen deine Begeisterung teilen und fachsimpeln und so neue Inspiration finden. Und damit du gut mit anderen zusammenspielen kannst, übst du vielleicht sogar noch etwas fleißiger. Mein Tipp Nummer 8, motiviere dich mit Videos von anderen. Schaue dir Videos von anderen Handpan-SpielerInnen an,
Das kann wirklich sehr motivierend sein. Immerhin haben sie vor einiger Zeit auch so begonnen wie du jetzt. Anhand ihrer Fähigkeiten kannst du sehen, was du erreichen kannst, wenn du fleißig und regelmäßig übst. Außerdem sind ihre Musikstücke eine tolle Inspirationsquelle. Pass dabei aber bitte auf, dass du deine Erwartungen an dich nicht zu hoch setzt. Viele, die Videos von ihrem Handpan-Spiel online stellen, sind professionelle SpielerInnen. Die spielen auf einem Level, welches du vielleicht auch nie erreichen willst. Ordne deren Videos also immer entsprechend deiner Ziele ein. Tipp Nummer 9. Sei dir der Kosten bewusst. Der Preis für deine Handpan war sicherlich nicht gering. Auch Lernmaterialien hast du dazu gekauft und vielleicht noch Zubehör wie eine Handpan-Tasche oder einen Handpan-Ständer. Das war also eine große Investition. Dafür besitzt du jetzt etwas Wertvolles. Verschwende es nicht und mache dir die Motivation wieder bewusst, die du anfangs für den Kauf und den Start ins Handpan-Spielen hattest. Tipp Nummer 10. Mache dir deine Fortschritte bewusst. So erkennst du, was du schon alles gelernt hast und wie du besser geworden bist. Nimm dich dafür beim Üben zum Beispiel auf. Das kannst du ganz einfach mit deinem Smartphone oder einer Digitalkamera machen. Nutze einfach das, was dir gerade zur Verfügung steht. Schau dir hin und wieder die alten Aufnahmen an und spiele alte Stücke und schaue alte Lernunterlagen noch einmal durch. Verinnerliche, was du bis jetzt gelernt hast. Mache dir bewusst, welche Stücke du zu Beginn noch nicht so gut konntest und wie gut du sie jetzt spielen kannst. Sei dankbar für das, was du bisher gelernt hast und freu dich auf das, was noch kommt. Das erleichtert das weitere Lernen und schenkt dir wieder neue Motivation. Weitere Infos zum Aufnehmen von der Handpan findest du in verschiedenen Ratgebern auf unserer Webseite. Die Links sind in der Videobeschreibung. Tipp Nummer 11. Nutze deine bisherigen Fortschritte und teile sie mit anderen. Ganz gleich, ob du ein Video von dir auf Instagram, Facebook, TikTok oder YouTube online stellst, es nur mit Freunden teilst oder sogar ein kleines Konzert gibst. Die gesunde Aufregung vor deinem Schritt in die Öffentlichkeit wird dich sehr wahrscheinlich nochmal anspornen beim Handpan-Lernen. Ein Auftritt in einer Musikschule oder das Vorspielen vor Familien sind ebenso wunderbare Möglichkeiten, dein bisheriges Können unter Beweis zu stellen. Tipp Nummer 12. Versuche eine neue Skala. Falls dir das Handpan-Lernen trotz aller Tipps nicht mehr so viel Spaß macht, probiere einmal eine andere Handpan-Stimmung aus. So kannst du eine neue Klangwelt und neue Melodien entdecken. Du lernst ganz neue Bewegungsmuster und das Handpan-Lernen macht dir vielleicht wieder Spaß. Tipp Nummer 13. Mache notfalls eine gezielte Pause. So eine Lernpause kann Wunder wirken. Du wirst möglicherweise das Handpan-Spielen vermissen und deine Liebe zum Instrument wird neu entflammt. In einer Spiel- und Lernpause kannst du das bisher Gelernte sacken lassen und neue Ideen und Inspirationen finden. Dadurch entwickelt sich bei den meisten dann wieder Lust aufs Handpan-Spielen. Das waren meine Tipps, um die Motivation und den Spaß beim Handpan-Lernen zu behalten. Ich hoffe, es waren auch ein paar passende Ratschläge für dich dabei. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das gerne mit einem Like. Ich würde mich freuen, wenn du mir mitteilen möchtest, was dich beim Handpan-Spielen besonders motiviert. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Tschüss und viel Spaß beim Handpan-Lernen.